Bei meiner letzten Fahrradtour habe ich eine weitere Siedlung entdeckt, die Sizilienhöhe in Potsdam, entworfen von einem meiner Lieblingsarchitekten. Gelegen ist sie zwischen Telegrafenberg und Havel, wenige Gehminuten vom Wasser entfernt. Vor etwa 120 Jahren, am 23. März 1903, wurde der Arbeiterbauverein Potsdam als E-GmbH gegründet. Ziel war es, gesunde und zweckmäßige Kleinwohnungen in Neubauten zu schaffen, um diese sogenannten Minderbemittelten anzubieten. Bereits ab 1904 wurden die ersten Häuser an der Templiner und Leipziger Straße errichtet. In der Kolonie Sizilienhöhe entstanden 12 Einfamilienhäuser und 16 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 103 Wohnungen. Benannt wurde diese Siedlung nach der damaligen Kronprinzessin Sizilie, die den Aufbau des Viertels mit einer Hypothek unterstützt hatte. Charakterisiert sind die Gebäude durch die mit Biberschwänzen gedeckten Fachwerkhauben und die rot geklinkerten Erdgeschosszonen. Die Wohnungen waren und sind klein, mit zumeist 2 Zimmern und 50 Quadratmetern Fläche. Die Jahresmiete für eine derartige Wohnung wurde in einem der frühen Verträge mit 220 Mark angegeben, mit dem Recht zur Nutzung der Waschküche, des Trockenbodens und eines Stücks Gartenland von etwa 60 Quadratmetern Größe. Viel mehr Informationen habe ich leider nicht gefunden, auch nicht zum Wohnungsschnitt. Aber Gartenbereiche, wie hier zu sehen, gehörten von Anfang an dazu. Die Entwürfe für die Häuser stammen von den Architekten Grabowski und Paul Mewes. Wie eingangs erwähnt, gehört Paul Mewes zu meinen Lieblingsarchitekten. Einerseits, weil ich selber in einer seiner Siedlungen wohne und sowohl die bauliche Qualität als auch Funktionalität seiner Häuser und Wohnungen zu schätzen weiß. Andererseits war Mewes zu Beginn des 20. Jahrhunderts richtungsweisend im Bau von Wohnsiedlungen, gerade im Bereich des genossenschaftlichen Wohnungsbaus. Bis Anfang der 30er Jahre gehen rund 10.000 Wohnungen auf seine Pläne und Entwürfe zurück. Auf 2 seiner Siedlungen bin ich ja schon in meinen Videos zu der Entstehung der Baugenossenschaften und zur Gartenstadt Zehlendorf eingegangen. Links dazu findet man in der Videobeschreibung. Mewes gehörte vor dem Ersten Weltkrieg zu den Vorreitern der offenen Wohnsiedlungen. Die bis dahin vorherrschende Blockrandbebauung mit Hinterhäusern, die Mietskasernen, lehnte er vehement ab. Ebenso missfiel ihm die zu der Zeit vorherrschende Berliner Architektur des Historismus mit ihren überladenen Stuckfassaden und wahllosem Eklektizismus. Mewes versuchte, Bescheidenheit, Sachlichkeit und Schönheit in seinen Bauten zu verwirklichen. Dazu bediente er sich aber durchaus traditionellen Baustilen. Wohlüberlegte Wohnungsgrundrisse, Helligkeit und gute Belüftung der Wohnungen zeichnen seine Bauten aus. In der sogenannten Nacht von Potsdam am 14. April 1945 wurde die Siedlung von Bomben getroffen. Einige Häuser wurden so schwer beschädigt, dass sie in den 1960er Jahren neu errichtet werden mussten. Ein Gebäude in der Leipziger Straße 23 wurde nicht wieder aufgebaut. Nach der Wiedervereinigung wurden die Häuser und Wohnungen dann kontinuierlich durch den Bauverein saniert und seit 1996 steht die Kolonie Sizilienhöhe unter Denkmalschutz. Ein paar hundert Meter weiter, auf der anderen Seite der Templiner Straße, entstand von 1923 bis 1925 eine weitere Siedlung, die als Neue Kolonie Sizilienhöhe im Auftrag der Berliner Siedlungsgesellschaft Niederbarnim durch deren Geschäftsführer und Architekten Richard Brodersen errichtet wurde. Das Projekt diente der dringlichen Wohnraumbeschaffung nach dem Ersten Weltkrieg, in diesem Falle für nach Potsdam versetzte Beamte aus Danzig. Es entstanden 2 neue Stichstraßen mit Querverbindung, bebaut mit 19 Einfamilien- und 8 Mehrfamilienhäusern sowie dazugehörigen Freiflächen. Die Gebäude sind weitestgehend symmetrisch angeordnet, es bestehen weiträumige Sichtachsen auch in die umgebende Landschaft. Die Fassaden der Häuser weisen über einem Klinkersockel eine Rauputzfassade, Fensterläden im Erdgeschoss, rote Ziegeldächer sowie typische Potsdamer Baudetails auf. Mehrere Gebäude sind noch weitgehend im Originalzustand der Erbauungszeit erhalten. 2011 bis 2013 wurden viele Gebäude saniert, teilweise mit von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zur Verfügung gestellten Mitteln. Die Werbung einer Immobilienfirma lautet folgendermaßen: Neben dem Einbau neuer Fenster und Türen wurden alle Wohnungen mit Echtholzparkett in Eiche,
einem Kaminofen zusätzlich zur Erdgasheizungsanlage sowie hochwertigen Sanitäranlagen ausgestattet. In den Mehrfamilienhäusern befinden sich 6 Wohneinheiten mit einer Größe von 71 bis 105 Quadratmetern. Garten- und Begegnungsbereiche stehen den Bewohnern ebenfalls zur Verfügung. Die kleineren Eigentumswohnungen mit 3 Zimmern und 71 Quadratmetern Fläche wurden für 328.000 € angeboten. So, das war ein kleiner Abstecher nach Potsdam. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen und jede Art von Unterstützung meines Kanals. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.